Die Dokumentation Obersalzberg. Sie liegt oberhalb von Berchtesgaden in rund 1000 Metern Höhe, inmitten wunderschöner Landschaft. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, welche Geschichte der Ort in sich trägt. Idyll und Verbrechen sind hier untrennbar miteinander verbunden. Der Obersalzberg 1938. Luftbilder zeigen Adolf Hitlers Berghof. Dort verbrachte der Diktator mehr als ein Viertel seiner Regierungszeit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weckte der Ort das Interesse vieler. Tausende Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und dem Ausland strömten jährlich auf den Berg. Das Interesse ist bis heute geblieben. Die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche lockt die Alpenidylle, andere interessieren sich für die Geschichte des Ortes. Manche aber führt eine zweifelhafte Faszination für Hitler hierher. Anfang der 1930er Jahre pilgerten Schaulustige und Hitlerbegeisterte auf den Berg. Später wurden die Besuche bis ins kleinste Detail geplant, um den Diktator als warmherzig und volksnah zu präsentieren. Bilder vom Obersalzberg wurden von der NS-Propaganda massenhaft verbreitet. Ihre Wirkung war enorm. Der Berghof erscheint auf ihnen als der idyllische Rückzugsort eines sympathischen Reichskanzlers. Heute wissen wir, dass der Berg kein harmloses Feriendomizil war, sondern ein Ort, an dem Hitler weitreichende politische Entscheidungen traf. Am Obersalzberg formte er in den 1920er Jahren seine Weltanschauung. Von hier aus bekämpfte er in den 1930er Jahren die Demokratie in Deutschland. Von hier führte er in den 1940er Jahren den Vernichtungskrieg und entschied über die Ermordung von Millionen von Menschen. Berchtesgaden in den 1920er Jahren. Oberhalb des Ortes in den Bayerischen Alpen liegt der Obersalzberg. Ein kleines Bauerndorf, dessen beeindruckende Lage seit Jahrzehnten Gäste anzog. Unter die alteingesessenen Familien mischten sich auch Wohlhabende, die Ferienhäuser am Berg hatten. Von Hitler ist das Zitat überliefert, er habe sich bei seinem ersten Besuch 1923 sofort in die Landschaft verliebt. Doch nicht nur zur Erholung kam er häufig. Mehrmals zog er sich in das abgeschiedene Bergdorf zurück, unter anderem um den zweiten Band von Mein Kampf zu schreiben. In den ersten Jahren wohnte er oft in der Pension Moritz und traf sich mit Menschen, bei denen seine Ideen Anklang fanden. 1928 mietete Hitler das Haus Wachenfeld. Neben München wurde der Obersalzberg zu seinem Wohnort. 1933 kaufte er das Haus und ließ es zum Berghof mit großem Panoramafenster ausbauen. Heute stehen Bäume an der Stelle, an der sich einst die Machtzentrale der NS-Diktatur befand. 1933, in dem Jahr, in dem Hitler Reichskanzler wurde, war hier noch ein idyllisches Dorf mit Bauernhöfen, Pensionen und Ferienhäusern. Doch hatten die Nationalsozialisten bereits begonnen, sich den Berg anzueignen. Ihre Uniformen mischten sich unter die Trachten der Einheimischen. Und auch unter ihnen fand Hitler Unterstützerinnen und Unterstützer. Aber nicht allen im Dorf gefielen die Veränderungen. Das war schon eine heile Welt. Da war einer für den anderen da und die haben alle zusammengehalten, die alten Obersalzberger. Dann hat es geheißen, da kommt ein Hitler, ein Führer, der für Deutschland dasteht. Es ist eine neue Partei.
Mit Hitlers Machtübernahme veränderte sich das Leben grundlegend. Massen strömten auf den Berg. Das Dorf hingegen musste verschwinden. Die Leute hatten sich die Mühe gemacht, aus allen Teilen Deutschlands zu reisen, den Berg zu besteigen, zu Fuß. Und das alles in der Hoffnung, den Hitler zumindest in seinem Garten zu sehen oder eben aber seine Hand zu schütteln und vielleicht ein Bild unterzeichnet zu bekommen. Die begeisterten Massen sind auf zahllosen Bildern zu sehen. Sie dienten der NS-Propaganda, um Hitler als beliebten Kanzler in Szene zu setzen. Veröffentlicht wurde nur, was ins Weltbild passte. Besonders beliebt waren Fotos, die Hitlers angebliche Nähe zur einfachen Bevölkerung zeigten. Dass zeitgleich im ganzen Reich Tausende Menschen in Konzentrationslager gesperrt, gefoltert und getötet wurden, ist auf den Bildern nicht zu sehen. Mit dem Umbau von Haus Wachenfeld zum pompösen Berghof verschanzten sich Hitler und seine Getreuen immer mehr am Obersalzberg, der für die Öffentlichkeit kaum noch zugänglich war. Das Bild vom volksnahen Reichskanzler war nur ein Propagandakonstrukt. Dem sogenannten Führersperrgebiet mussten nach und nach alle Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes weichen. Wo einst ihre Häuser standen, wächst heute Wald. Die ersten verließen den Berg aus Angst vor den Nationalsozialisten, sogar schon vor Hitlers Machtübernahme. Die Familie des angesehenen Chemikers Arthur Eichengrün hatte jedes Jahr mehrere Monate in ihrem Haus Mitterwurf verbracht. Im Dorf waren die Eichengrüns beliebt. Dann zog nebenan ein neuer Nachbar ein: Adolf Hitler. Obwohl Arthur Eichengrün aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten war, galt er für die Nationalsozialisten als Jude. 1930 erhielt die Familie den ersten Drohbrief. 1932 verkaufte sie ihr Haus. Später ließ Hitler seinen Vertrauten Martin Bormann reihenweise Grundstücke aufkaufen. Auf Familien, die ihr Zuhause nicht verlassen wollten, übte er massiven Druck aus. Viele lebten seit Generationen am Obersalzberg. Das Oberwurflehen der Familie Hölzel lag unweit von Hitlers Berghof. Der Bauer Josef Hölzel weigerte sich, seinen Besitz zu verkaufen. Erst als ihm Bormann mit KZ-Haft drohte, gab Hölzel auf. Innerhalb von wenigen Tagen musste die Familie den Hof räumen. Mit der letzten Fuhre, wie wir dann weggefahren sind, haben sie das Haus angezündet. Vorher haben sie schon Fensterstücke rausgerissen und Sprengkabeln gelegt. Und was nicht verbrannt ist, haben sie dann gesprengt. Und in 3 Tagen war vom Haus nichts mehr da. Nur durch den Verkauf ihrer Anwesen konnten Josef Hölzel und viele andere der KZ-Haft entgehen. Anders der Fall von Johann Brandner. Der junge Fotograf wollte seinen Kiosk behalten und wandte sich direkt an seinen Nachbarn Hitler. Hilfe fand er dort nicht. Stattdessen wurde er noch am selben Tag inhaftiert und kam für mehr als 2 Jahre ins KZ Dachau. Die Misshandlungen hinterließen Spuren. Dennoch musste er im Krieg in der Wehrmacht kämpfen. Er fiel im Januar 1945. Manche Obersalzberger Familien erhielten mehr, andere weniger Geld für ihre Grundstücke. Obwohl einige sich in der Umgebung etwas Neues aufbauen konnten, verloren sie alle ihr Zuhause. Die Dorfgemeinschaft, die von Vater zum Sohn und weiter ging, die war ja weg. Zerstreut in überall. Jeder hat schauen müssen, wo er untergeblieben ist. Es waren ja keine Nachbarn, keine Häuser mehr da. Es war niemand mehr da. Es war nur Hitlers Reich. Nur wenige Gebäude des Dorfes blieben stehen.
Martin Bormann ließ sich eines zur Villa ausbauen und zog mit seiner Familie ein. Im Laufe der Jahre wurde er zu Hitlers rechter Hand. Obwohl er meist im Hintergrund blieb, war er einer der Hauptverbrecher des NS-Regimes. Auch Hermann Göring bewohnte mit Frau und Kind ein Haus am Obersalzberg. Lange war er der zweitmächtigste Mann der NS-Diktatur. Bormann und Göring suchten die Nähe zu Hitler. Diese Nähe bedeutete Macht. Auf dem Berghof scharte Hitler einen Kreis engster Vertrauter mit ihren Frauen und Kindern um sich. Sie bildeten eine Art Ersatzfamilie für ihn. Die sogenannte Berghofgesellschaft änderte sich mehrmals. Wer nicht loyal war, wurde ausgeschlossen. Hitlers Lieblingsarchitekt Albert Speer zog ebenfalls mit seiner Familie auf den Obersalzberg. Im Krieg war er Rüstungsminister. Speer war verantwortlich für die Ausbeutung von Millionen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in der Rüstungsindustrie. Die stattliche Villa, die Speer bewohnte, hatte dem jüdischen Arzt Ernst Josef gehört. Nach antisemitischen Anfeindungen hatte Josef das Haus weit unter Wert verkaufen müssen. Weitere führende Nationalsozialisten siedelten sich in der Region an, wie Heinrich Himmler, der Chef der SS. Auch sein Domizil unweit des Königsees war zuvor einer jüdischen Familie geraubt worden. Häftlinge aus dem KZ Dachau mussten das Anwesen für Himmler renovieren. Die Anwesenheit der NS-Prominenz macht deutlich, der Obersalzberg war nach Berlin die wichtigste Machtzentrale des NS-Regimes. Die Grenze zwischen privaten Besuchen und politischen Terminen war fließend. Zwischen Kriegsplanungen und Entscheidungen über Massenverbrechen ging man spazieren. Oder traf sich zum Kaffeeklatsch auf der Berghofterrasse. Diese Filme stammen von Eva Braun, Hitlers Geliebter. Vor der Öffentlichkeit hielt man ihre Beziehung geheim. Braun zog 1936 in den Berghof. Sie und ihre Schwester filmten heitere Szenen. Die Aufnahmen machen die verstörende Gleichzeitigkeit von unbeschwerter Atmosphäre und menschenverachtender Politik deutlich. Ein regelmäßiger Gast war Hitlers Arzt Karl Brandt. Gemeinsam mit dem Diktator verfolgte er eine mörderische Politik. Am Obersalzberg planten sie 1939 die systematische Tötung von Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Mehr als 300.000 Männer, Frauen und Kinder wurden daraufhin ermordet. Hitler sprach im Berghof mehrmals mit der NS-Führungsriege über seine Kriegs- und Vernichtungspolitik. Ausgeführt wurden die Verbrechen in ganz Europa. Zwischen den politischen Besprechungen gab es ausreichend Raum für Freizeit. Für Hitler und seinen Kreis plante Martin Bormann ein spektakuläres Ausflugsziel. In 1800 Metern Höhe ließ er ab 1937 ein massives Teehaus auf dem Kehlstein errichten. Geld spielte keine Rolle. Das Projekt sollte nur so schnell wie möglich fertig werden. Gebaut wurden zudem eine Straße und ein über 100 Meter langer Fahrstuhl im Berg. Gearbeitet wurde auch nachts und im Winter bei Eis und Schnee. Und das unter enormem Zeitdruck im hochalpinen Gelände. Dies führte zu zahlreichen Unfällen. Sogar die Gewerbeaufsicht beklagte die schlechten Bedingungen. Das Kehlsteinhaus demonstrierte den Anspruch der Nationalsozialisten,
selbst die schroffe Bergwelt beherrschen zu können. Während die Berghofgesellschaft regelmäßig im Kehlsteinhaus weilte, fuhr der Diktator selbst nur wenige Male hinauf, etwa um ausländische Staatsgäste zu beeindrucken. Es war nicht das letzte Projekt im Führersperrgebiet. Gebaut wurde noch bis Ende April 1945, als anderswo im Reich Baumaterial und Arbeitskräfte längst knapp waren. Am Obersalzberg fehlte es dagegen an nichts. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 6.000 Bauarbeiter gleichzeitig am Berg. Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges waren es vor allem Deutsche und Österreicher. Während des Krieges waren Osteuropäer und Italiener in der Mehrzahl, darunter tausende Zwangsarbeiter. Unter schlechten Bedingungen und bei ungenügender Ernährung mussten sie Schwerstarbeit leisten. Bewacht wurde das Führersperrgebiet von 2 Kompanien der SS-Leibstandarte Adolf Hitler, für die eine große Kaserne entstand. Dieselbe Truppe, die hier Dienst tat, beging zahlreiche Massenverbrechen in ganz Europa. Ab Mitte der 1930er Jahre war der Obersalzberg auch eine Kulisse für die Außenpolitik. Bei Besuchen ausländischer Politiker inszenierte sich Hitler in der monumentalen Bergwelt als mächtiger Staatsmann. In seinem Haus empfing er Gäste wie 1938 den britischen Premierminister Neville Chamberlain. Während Chamberlain noch versuchte, den Frieden in Europa zu retten, war Hitlers einziges Ziel Krieg. Ein Jahr später gab er am Obersalzberg den Befehl, Polen anzugreifen. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Besonders häufig lud Hitler Verbündete ein, um die Beziehungen zu stärken und Einigkeit zu demonstrieren. Eine solche Einladung galt als große Ehre. Mehrmals zu Gast war Benito Mussolini, der italienische Diktator, wie hier 1942. Der Öffentlichkeit sollten die Treffen signalisieren, dass die beiden faschistischen Staaten eng zusammenstanden. Darauf zielten auch die Berichte in der Filmwochenschau ab. Die Besprechungen zwischen den beiden Regierungschefs waren getragen von dem Geiste der engen Freundschaft und unlösbaren Waffenbrüderschaft der beiden Völker und ihrer Führer. Dass diese Waffenbrüderschaft in Wirklichkeit immer wieder Risse hatte, verschwieg die propagandistische Wochenschau. Im Krieg war der Obersalzberg eines der Führerhauptquartiere. Am Kartentisch vor dem großen Panoramafenster im Berghof führte Hitler mit den Generälen der Wehrmacht seinen brutalen Krieg und erteilte völkerrechtswidrige Befehle. Im Sommer 1944 befanden sich die alliierten Armeen überall in Europa auf dem Vormarsch. Am 14. Juli verließ Hitler den Obersalzberg. Danach kehrte er nicht mehr zurück. Im April 1945 nahmen britische Bomber das Führersperrgebiet ins Visier. Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Niederlage bereits besiegelt. The false security of Berchtesgaden, from where so much of the world's tragedy was planned and directed, was shattered in April by a force of Allied heavy bombers. Arriving at daybreak, they attacked Hitler's notorious mountain hideout and the chalet in the valley below with 12,000-pound bombs fused for deep penetration. Und da haben wir natürlich, wie es geraucht und geschäbert hat, da hat man ja gesehen, wie die Bomben fliegen, ne? Wie es pfeift, und da haben sogar eine Luftmine geschmissen oben am Obersalzberg. Dann haben wir das Inferno gesehen. Bombentrichter am Bombentrichter, die Häuser waren kaputt. Bormannhaus war ziemlich beschädigt, Böhringhaus war beschädigt, Berghof war beschädigt. Ja, es war einfach Wüstenei. Anfang Mai 1945 erreichten US-amerikanische und französische Truppen Berchtesgaden und den Obersalzberg. Gekämpft wurde nicht mehr. Die SS war geflohen. Zuvor hatte sie noch den Berghof in Brand gesteckt. Die US-Kriegsreporterin Lee Miller begleitete die alliierten Truppen.
Für die Zeitschrift Vogue berichtete sie über die ersten Tage nach ihrem Eintreffen: Am nächsten Morgen war das Feuer fast erloschen und die Plünderer waren am Werk. Jeder war auf der Jagd nach Andenken aus dem Leben mit Hitler und durchsuchte die Wohnquartiere im Untergrund. Wenn man bedenkt, dass Hitler Abstinenzler war und niemandem erlaubte, in seiner Gegenwart auch nur eine Zigarette zu rauchen, war er bemerkenswert gut ausgestattet, mit den besten Weinen und Sektsorten Europas, mit englischem Whisky und den feinsten Zigarren. Die Ruine des Berghofs gehörte bald nach Kriegsende zu den beliebtesten Attraktionen für die Sieger. Der Obersalzberg war ihre Trophäe. Sie posierten im großen Panoramafenster für Fotos und nahmen alles, was nicht nied- und nagelfest war, als Souvenir mit. Berchtesgaden. Länger als ein Jahrzehnt war diese Gegend ein Reservat der Machthaber des Dritten Reiches. Hier bauten sie ihre Landsitze mit einem Kostenaufwand von über 500 Millionen Mark. Der Berghof Hitlers ist heute ein Trümmerhaufen. 1951 oder 1952 war ich noch einmal oben und konnte also auch ungehindert diese Ruine betreten. Also was mich entsetzt hat, war die Innenausmalung der gesamten Ruine mit Hitler-Parolen. Hoch unseren Führer und heil unseren Führer und wenn wir dich nur wieder hätten und so weiter und so weiter. Die Berghofruine wurde 1952 gesprengt. Das beim Luftangriff verschonte Kehlsteinhaus blieb unangetastet. Denn in Berchtesgaden erkannte man das touristische Potenzial. Schnell wurde es zu einem vielbesuchten Ausflugsziel. Aufnahmen aus den 1960er Jahren zeigen Menschen aus aller Welt, die das Haus besichtigen und die Aussicht genießen. In der Zeit nach 1945 war der Umgang mit den Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten am Obersalzberg meist unkritisch, oft sogar verharmlosend. Noch Anfang der 1990er Jahre wurden zahlreiche Broschüren mit NS-Propagandabildern verkauft und andere zweifelhafte Souvenirs angeboten. Die US Army nutzte Teile des Berges als Erholungszentrum. Die Recreation Area war in ehemaligen NS-Bauten untergebracht. Das Hotel Platterhof, ehemals Teil des Führersperrgebiets, wurde in General Walker umbenannt und jahrzehntelang weiter als Hotel genutzt. 1996 verließ das US-Militär den Berg. Der Freistaat Bayern verfolgt seitdem eine Zwei-Säulen-Strategie aus Tourismus und geschichtlicher Aufarbeitung. 1999 wurde die Dokumentation Obersalzberg eröffnet, 2005 ein Luxushotel. Heute gibt es kaum noch Spuren, die an die NS-Zeit oder das alte Bergbauerndorf erinnern. Im Lauf des 20. Jahrhunderts hat sich das Gesicht des Obersalzbergs mehrmals verändert. Aber Ort und Landschaft bleiben untrennbar verbunden mit dem Diktator, dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen. Der Obersalzberg trägt keine Schuld. Er ist nicht Täter oder Opfer. Er ist nicht angeklagt und klagt uns nicht an. Er eröffnet vielmehr einen Zugang zu einer Geschichte, die über den historischen Ort hinausführt und uns mit der menschenfeindlichen Politik der Nationalsozialisten konfrontiert.